Gut, meine lieben Freunde, willkommen zurück auf dem Kanal Computersachen und heute mal mit einem kurzen Video, hoffe ich, und zwar Scannen von Dokumenten. Große Dokumente, kleine Dokumente, Visitenkarten, alles kannst du mit deiner Handykamera scannen. Bei Android gibt es noch viele Modelle, die im Umlauf sind, wo die Kamera das nicht unterstützt oder noch nicht unterstützt. Vielleicht kommt das ja mal in einem späteren Update. Und dann machen wir das mit iOS, mit dem iPhone. Und falls wir im Falle jetzt halt wie bei dem Android-Handy hier bei mir keine Kamerascan-Funktion haben, dann können wir immer noch Google Drive zurückgreifen. Das ist die Alternative, die ich anbiete. Die funktioniert immer. Wenn du generell sagst, das Scannen über die Kamera ist mir zu blöd, ist Google Drive eine sehr gute Alternative, um Dokumente mehrseitig einzuscannen, als PDF zu speichern und als E-Mail zu versenden oder zu archivieren. Das sind mal so die ganz groben Dinge, die du eigentlich wissen musst. Ich bin gerade mit dem Handy wieder einschalten beschäftigt. Ja. Muss ich mal kurz die Kamera zuhalten. So, wir gehen jetzt mal hier in die Kamera. Das ist das Android, das ist in dem Fall jetzt ein Samsung A30. Und hier würdest du einfach mal nachgucken unter Einstellungen, die Szenenoptimierung. Dann gibt es Versionen, da hast du QR-Code und Dokumente drin stehen. Und das kann auch ein bisschen weiter unten stehen hier. So, was ich jetzt bei dem Handy natürlich ein Problem habe, ist, dieses Handy kann es nicht. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Ich halte jetzt mal hier auf ein Dokument drauf, in dem Fall ein Versandaufkleber, und ich sehe, ich bekomme keinen Dokumentenscan angeboten. Normalerweise käme jetzt hier ein gelber Balken, Dokument scannen, da würde man draufklicken und dann würde der Scan-Prozess automatisch eingeleitet werden. Dieses Feature haben wir jetzt hier nicht. Deshalb wechseln wir jetzt in Google Drive und schauen uns die Alternative an. Wie mache ich das, wenn ich keine Scan-Funktion im Handy habe? Dann mache ich das über Google Drive. Das rufe ich jetzt mal auf. So, bin ich auch schon drin. Und hier habe ich jetzt im unteren Teil rechts unten ein blaues Plus und darüber habe ich eine Fotokamera. Die Fotokamera ermöglicht mir, das zu machen, was die Kamera nicht macht. Je nachdem, welches Handy das ihr halt habt. Dann kann ich jetzt hier auf Plus gehen. Der Scan wird automatisch ausgelöst, wenn die Erfassung gut ist. So, wird gescannt, nicht bewegen. Habe mich natürlich bewegt. Ich kann wieder mal nicht stillhalten. Dann kann ich jetzt hier eine zweite Seite hinzufügen. Hier unten das Plus drücken. Ich scanne jetzt einfach nochmal dieselbe Seite. Und drin ist sie. So, verarbeitet es auch. Jetzt sehe ich unten links, ich habe Seite 1, ich habe Seite 2, das sind beides dieselben Seiten. Ich könnte jetzt noch Filter machen, zuschneiden, säubern, ne, wenn es da irgendwie Knitter drin sind oder sowas. Kannst du dann alles noch machen, aber mir geht es jetzt erstmal hier nur um die Funktion. So, wenn du dein Dokument fertig gescannt hast, kannst du hier sagen Weiter. Und dann machen wir hier einfach. Ja, ich komme mit dem Android nicht so klar, ich weiß. Test. Ich könnte es jetzt G-Packet speichern, aber wir brauchen ja PDF, wir wollen ja PDF-Dateien haben für unsere Ablage oder um es per E-Mail zu verschicken. Dann sage ich hier oben Hochladen. Und schon habe ich mein Dokument gescannt und hochgeladen. Also entweder macht es über die Kamera direkt oder ihr macht es einfach über Google Drive. Wenn es jetzt mit der Kamera nicht direkt geht, so wie in dem Fall mit dem Samsung A30, dann machst du es über Google generell. So, die Test-PDF können wir uns mal angucken. Das ist jetzt der Samsung eigene PDF-Reader. Der kommt von Google Drive bzw. Google Lens. Wird da zur Verfügung gestellt und an der Stelle kann ich euch sagen, geht in Systemeinstellungen unter Apps, schmeißt diese ganzen PDF-Dinger raus. Wenn du das nächste Mal eine PDF aufrufst, wirst du gefragt, welches Programm das du verwenden möchtest und dann sagst du einfach Google Drive oder Google Lens, klickst an immer verwenden und sagst okay und dann kommt dein Handy nie wieder mit irgendwelchen Anfragen von PDF-Dateien daher. Weil diese PDF, die müllen euch euer Android-Handy zu, das ist der Hammer, genauso wie QR-Code-Scan-Programme. Die sind genauso schlimm. Scannt das, zum Beispiel, guter Tipp noch, mit Google Lens. Dann haben wir jetzt die eine Sache erledigt.
Android ist durch und wir schauen uns Apple an. So, ich gebe jetzt zu, ich habe ein bisschen geflunkert. Wir machen das nicht auf dem iPhone, weil da habe ich das Android nicht installiert, sondern wir machen das auf dem iPad. Aber das ist genau dasselbe. So, für uns ist jetzt interessant, so würde es auch normalerweise auf dem Samsung-Gerät oder auf dem Android-Gerät funktionieren. Die Kamera auswählen. Dann würde ich mir jetzt hier mein passendes Dokument zurechtlegen. Jetzt erkennt er natürlich den gelben Balken hier, QR-Code scannen. Und das springt dann mit Dokument scannen und QR-Code. Wir sagen jetzt hier Dokument. Er selektiert wieder den zu scannenden Bereich. Zack, bumm. Und dann macht er gleich das nächste. Wieder ein bisschen auf Seite. Wieder hin. Das dritte. So, jetzt ist aber auch schon gut. Ich habe jetzt bloß wieder die Kamera abgedeckt, darum ist der Bildschirm jetzt schwarz, aber ihr seht unten, wir haben 3 Seiten. Ne, Seite 1, Seite 2, kann ich jetzt links, rechts auch schieben, mir angucken. Ist jetzt von der Scan-Qualität, habe ich das jetzt nicht so richtig erwischt von der Beleuchtung, aber das ist okay. Könnte man noch Filter draufsetzen, Graustufen, Schwarz-Weiß, Farbe, Foto, ne? Und mal ein Foto draus machen, dann würde es anders ausschauen. Also kannst du mit den Fotos sehr viel machen. Wieder einen Schritt zurück. Dann ist für uns wichtig der blaue Haken hier oben. Und jetzt haben wir ein Vorschaudokument. Jetzt können wir hier oben jetzt rechts mit den 3 Punkten hier teilen. Und dann können wir einfach sagen, in Dateien sichern. Und dann kann ich mir aussuchen, wo ich es denn haben möchte. In dem Fall machen wir das mal unter Downloads. Wenn was auftest. Enter, speichern. Ja, könnt ihr jetzt auch downloaden hier oben, aber jetzt haben wir es eh schon gespeichert. Apple hat immer ein bisschen mehr Möglichkeiten. Es ist halt einfach eine andere Welt, ein bisschen. Der eine mag das, der andere mag das. Ich mische mich da nicht ein. Ist alles eure Sache, eure Einstellung. Und wie gesagt, mich geht das vom Prinzip nichts an, wie ihr das verarbeiten wollt. Ich gebe euch bloß die Tipps und Tricks, was ihr machen könnt. Hier habe ich unter eigene Dateien meine Tests. Das ist, was jetzt im Google Drive dann unter Google Drive Download wäre. Ne, hier schaut das auch wirklich okay aus. Kann man also nichts sagen. Und so kannst du ein Dokument nach dem anderen wegscannen. Ich habe jetzt vielleicht nicht die beste Vorlage, hier ein zerknülltes Päckchen genommen. Okay, hätte man vielleicht was Schöneres nehmen können, aber ich bin kein Layout-Kanal mit Krawatte und super Studio und tollen Schnitten, sondern hier geht es halt wirklich nur um den Inhalt und nicht das Drumherum. Wer Profilierungsprobleme hat, kann das gerne woanders versuchen. In diesem Sinne, sollte das Video geholfen haben und Nährstoff für dich gehabt haben und gefallen haben, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Dann produziere ich diese Videos für euch natürlich in meiner privaten Freizeit, auf meine privaten Kosten, mit meiner privaten Hardware und so weiter. Wenn du diesen Kanal unterstützen möchtest, weil dir das gefällt, was ich hier tue, findest du Spendenlinks unten in der Videobeschreibung. Solltest du weitergehende Probleme haben mit deinem PC, mit deinem Netzwerk, mit deinem Einplatz, mit deinem Mac, mit deinem Windows-Rechner, mit deiner Linux-Maschine, kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden. Das ist ein weltweiter remoter Dienstleister. Da wirst du geholfen für 25 € die Stunde, ohne Vertragsbindung, ohne Abo, ohne Eckenhaken und Ösen, einfach wie in guten alten Zeiten, Auftrag gegen Rechnung und gut ist das. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Video.